Hallo liebe Elektrosportfreunde, der Sommer ist endlich da und Godway kommt mit dem neuen Godway Tesla. Das ist quasi das ACM3, der Nachfolger vom ACM V2 S Plus. Elektro mit C-Sport.de. Das ganze Rad wiegt 19 Kilogramm, gemessen haben wir 18,9 Kilogramm, sei es vielleicht dem Messfehler geschuldet, aber besser leichter als schwerer. Der 1900 Watt Motor lässt absolut keine Schwächen zu. Auch bei schwereren Fahrern haben wir jetzt das Feedback bekommen, dass dieses Rad absolut keine Zweifel an der Power lässt. Ja, und ist natürlich nach wie vor ein 16 Zoll Rad, aber bei dieser Kraft merkt man den Unterschied zum 18 Zoll Rad kaum noch. Die Geschwindigkeit, die interessiert natürlich alle und hier gibt Godway erstmals auch eine Art Freilaufgeschwindigkeit an, nämlich mit 70 km/h. Die können wir im Freilauftest aber nicht bestätigen, denn wir sind nur bei 66 Stundenkilometer. Weiterhin sagt Tesla, dieses Rad fährt unter Last maximal 60 km/h. Auf unserem Prüfstand mit ca. 70 Kilogramm und etwas weniger Luft im Reifen kommen wir da auf 59 km/h und das ist ja wirklich mehr als ausreichend. Und bitte an dieser Stelle, wenn ihr mit dem Rad fahrt, fahrt nicht zu schnell und wenn dann nur mit Schutzkleidung, aber testet doch bitte nicht diese Grenzen aus, denn das kann wirklich sehr gefährlich sein. Ich kann es euch aber natürlich nicht verbieten, aber seid euch dessen bewusst, wenn ihr bei dieser Geschwindigkeit einen Unfall habt, wird das nicht gut ausgehen. Aber dafür gibt es ja auch die Warnstufen nach wie vor. Kennt ihr, ein Doppelpiep ist die erste Warnstufe, Dreifach-Piep ist die zweite Warnstufe und wenn es permanent unterbrochen piept, dann bedeutet das, ihr seid an der Lastgrenze. Das kann natürlich auch passieren, wenn der Akku schon sehr leer ist oder wenn ihr eine große Last auf das Rad ausübt bzw. bergauf fahrt. Tja, was ist sonst noch neu? Wir haben jetzt hier dieses Ambient Light drumherum. Das kann man konfigurieren oder zeigt euch den Akkustand an. Weiterhin haben wir eine sehr starke Front-LED, da kann man wirklich gut was mit sehen, die hatten wir ja vorher auch schon. Ein Rücklicht haben wir nicht, aber man kann diese RGB-LEDs von hinten sehen, ihr seid also im Dunkeln nicht unsichtbar. Ja, die klassischen Bedienelemente sind geblieben, also der Ein-Ausschalter, die USB-Ladebuchse, wo ihr ein Handy etc. laden könnt und natürlich die Ladebuchse an sich, die ist vierpolig und das weist ja auf die höhere Spannung von 84 Volt hin. Und zwar könnt ihr dann die Ladeteile nicht verwechseln, denn wenn ihr dieses Ladegerät mit 84 Volt an ein älteres Gerät mit 67 Volt anschließt, werdet ihr garantiert etwas kaputt machen. Also da hat man zum Glück mitgedacht. Die Pedale sind wie gewohnt sehr rutschfest. Was man leider nicht hinbekommen hat, ist, wenn man die ausklappt, dann nach wie vor knallen die so runter, sind nicht gedämpft wie etwa bei Kingsong. Es ist von der Sache her nicht schlimm, aber man hätte das einfach eleganter lösen können, hat man aber nicht. Der Fahrspaß bleibt trotzdem. Das Rad kann euch bis zu 100 Kilometer bringen, wenn ihr damit maximal 20 km/h fahrt, auf glatter Strecke, ohne Wind und nicht schwerer als 70 Kilogramm seid. Das werden wahrscheinlich die meisten so nicht tun. Allerdings ist es eben möglich und ihr habt in etwa eine Orientierung und mit 1020 Wattstunden, da kann man schon eine ganze Menge erreichen. Das Rad trägt maximal 120 Kilogramm. Und wenn jemand wirklich 120 Kilogramm wiegt oder auch drüber ist, das ist von der Sache her kein Problem, aber bitte springt keine Bordsteine oder versucht mit 20 km/h bergauf zu fahren. Das ist eine extreme Last für das Rad, ansonsten spricht nichts dagegen, aber ihr solltet doch etwas vorsichtiger mit dem Rad umgehen, als wenn jetzt jemand vielleicht nur 60 Kilogramm wiegt, das ist ganz klar. I want you to
unser Fazit von dem ACM3 wollte ich jetzt sagen, das heißt ja eigentlich Godway Tesla, mal sehen wie lange noch. Ja, es ist ein wirklich sehr, sehr starkes Rad und natürlich haben wir jetzt endlich einen Trolley eingebaut. Ne? Das war ja bisher beim ACM noch nicht der Fall. Wir hatten es beim M-Super und bei einigen anderen Rädern, aber eben nicht beim ACM. Und dieser Trolley, der sieht wirklich sehr elegant aus und der lässt sich sehr unauffällig verstauen, sodass keiner mitbekommt, dass da so ein Trolley dran ist. Das ist ja manchen Leuten ein bisschen unangenehm, weil das ja mal an so einen Einkaufswagen erinnert. Aber das Rad ist, wie gesagt, sehr, sehr stark. Wir sind leider im Test auch mit ein bisschen wenig Luft gefahren und nichtsdestotrotz hat das Rad alles mitgemacht und wir sind wirklich sehr überrascht, welche Power man nochmal in so ein Rad reinstecken kann und auch bei hohen Geschwindigkeiten fährt es noch sehr stabil. Man hat nicht die Angst, dass es irgendwie abschaltet. Also ganz klare Empfehlung von uns und natürlich, wir verkaufen ja auch nur Sachen, von denen wir auch selber überzeugt sind. Also nicht, dass uns jemand mal kritisiert und sagt, ey, bei euch sind irgendwie alle Räder toll. Ist natürlich logisch, wir verkaufen euch ja keinen Müll und deswegen testen wir auch nur Räder, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut sind. Ja, die Verfügbarkeit ist zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Videos leider noch nicht gegeben, aber ich hoffe dann, die nächsten Wochen kommt das rein. Nachher laufen noch einige Verhandlungen und damit wir euch einen guten Preis machen können. Trotzdem das Video schon mal vorab und ihr könnt euch wirklich auf ein tolles Rad freuen und wer vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, ob er jetzt ein 18 oder 16 Zoll Rad kauft, aufgrund welcher Eigenschaft noch immer, vielleicht Gewicht oder Größe, der kann hier getrost zum Godway Tesla greifen, weil das wirklich sich kaum noch bemerkbar macht und auch vom Design sind wir ja eigentlich beim Godway M-Super, man kann sie ja auf den ersten Blick gar nicht so ohne weiteres auseinanderhalten und wir haben ja wirklich tolles, stabiles Rad, das euch sehr viel Freude bringen wird. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Elektro mit C-Sport.de